Hallo ihr lieben Steinböcke, schauen wir in euer Sternzeichen-Update. Was darf ich euch mitgeben für euer Kollektiv? Unterm Deck habt ihr den spirituellen Lehrer, so ein bisschen der Eremit, ne? Ihr könnt ihr Momente des Alleinseins benutzen, um euch auf die Liebe und die Möglichkeiten zu fokussieren oder auch um das, was die Umgebung von euch verlangt. Es geht darum, dass ihr euer Licht hell erstrahlen lasst. Möglicherweise ist irgendwo jemand, an dem ihr aufguckt oder hochguckt, oder ein spiritueller Lehrer irgendwie. Dann habt ihr hier eine Win-Win-Situation. Hier ist es so, dass es eine Möglichkeit gibt, dass zwei Parteien gut zurechtkommen, also eine optimale Lösung für alle. Hier ist eine angemessene Herangehensweise an die Dinge. So ein Shake-Hand-Moment auch, ne? Ich bin einverstanden, du bist einverstanden, wir haben beide gewonnen. Es kann jetzt hier im Beziehungsbereich sein oder überhaupt im partnerschaftlichen Bereich oder bei Freundschaften auch. Beziehung kann ein Thema werden. Möglicherweise gibt es irgendwo in diesem Bereich auch Herausforderungen. Da sollt ihr nicht aufgeben, sondern dieses Prinzip Hoffnung walten lassen. Ihr habt hier das Herz öffnen. Hier ist sehr viel mehr Liebe um euch herum, wie ihr überhaupt erkennen könnt. Und es ist so eine bewusste Entscheidung, sich dafür zu öffnen. Vielleicht ist es gut, wenn ihr euch da drüber Gedanken macht. Denn hier gibt es bestimmte Schritte, die ihr unternehmen dürft, um diese Dynamik der Freude und der Liebe wieder in euer Leben zu ziehen oder auch das zuzulassen. Hoppala. Gucken wir ein bisschen weiter. Ja, Partnerschaften, Verbindungen, Verträge, Kreisläufe. Möglicherweise fühlt sich der eine oder andere auch alleingelassen mit irgendwas. Trennende Situationen können sein oder Trennungen auch aus der Vergangenheit, die noch wirken. Für die Selbstständigen sind hier Aufträge sichtbar. Wir haben eine Win-Win-Situation, kann natürlich auch eine Sache sein, die ihr verbindlich mit den Ämtern oder Behörden klären könnt. Ihr macht euch Gedanken. Die Dinge sind nicht richtig greifbar und genau das ist das, warum ihr Zeit verbringen sollt, um euch zu klären, um Resultate zu kriegen, um euch wieder zu fokussieren. Irgendwo seid ihr vielleicht auch im Nebel stehen gelassen. Also es geht eventuell auch um Freundschaften, um Verbindungen zu Kindern oder um die Werte der Freundschaft, wie ihr sie definiert und wie andere sie mit in euer Leben bringen. Kann ja auch sein, jemand aus der Vergangenheit taucht nochmal auf, ein Freund, ein Bekannter. Eure eigenen Kindertage sind ja auch mit dran, ne? Vielleicht habt ihr hier auch was verschlossen oder abgespalten, was euch hier im verbindlichen Bereich im Weg steht. Ihr habt hier in der Vergangenheit schon mal was neu gestartet. Vielleicht etwas Kleineres auch auf die Reihe gekriegt. Und an sich ist es ein Ding der Verstrickung auch irgendwo. Hier sind Umwege. Zugleich ist das Potenzial hier sehr genesend, um einen verstrickten Bereich in Beziehungen wieder ins Laufen zu bringen. Genesende Qualität.
Das kann hier auch sehr gut so eine Situation sein, wo die Vergangenheit nochmal aufteilt, wo man Mutterthemen hat oder auch Sachen mit Geschwistern und eigenen Kindern, die hier zum Tragen kommen. Ja, und hier ist Umbruch in eurem eigenen Haus, ne? Herausforderung, Stagnation vielleicht auch irgendwo. Jedenfalls geht es darum, ein Beziehungskonstrukt auch hinter sich zu lassen, das nicht mehr dienlich ist. Belastende Situationen, die man hier vielleicht mit Familienmitgliedern oder speziell ja auch mit der Mutter hat oder mit Konkurrenz irgendwo. Es kann ja auch sein, dass euch Personen aus dem Umfeld mit einquatschen oder mit in euer Leben sprechen wollen. Und es geht darum, sich selbst zu klären, wo möchte man hin, wo muss man sich reduzieren, wo braucht man kürzere Wege, wo findet ihr im Umfeld euer Glück, wo ist alles zu oberflächlich oder zu klein. Er hat hier die Befürchtung, dass ihr im Prinzip gegen die Hindernisse nicht ankommt. Und zugleich habt ihr vielleicht auch dieses Gefühl, es ist gut, wenn ich gehindert werde oder wenn Hindernisse da sind, dann kann ich in der Situation bleiben, in der ich bin. Es geht sehr um euch, um den empfangenden Teil in euch. Es geht hier in diesem Blatt tatsächlich sehr viel um die Emotionen, um die Psyche, um Verstrickungen im Bereich der Familie oder auch Mutterthemen, Versorgtsein, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Finanzen, wir haben ja hier die Win-Win-Situation, die liegen hier am Ende, ne? Es kann sein, dass ihr irgendwo einen Ausgleich kriegt oder dass ihr eine Ersparnis irgendwo habt im kleineren Bereich. Oder natürlich, ne, Ämter und Behörden haben wir auch, dass ihr irgendwo was zugesprochen kriegt. Kann ja in diesem Fall auch Kindergeld, irgendwie sowas sein. Jedenfalls sieht man das kleinere Geld, das euch hier gut tun wird. Für die Selbstständigen hier auch Aufträge, die kleineres Geld generieren, wo vorher Blockade oder Hindernis war. Guckt mal, ihr habt das Wunder mit dabei. Wunder kommen unerwartet mit der Nieswurz. Diese blüht in der dunklen Jahreszeit und sagt, guck mal, hier wird es wieder heller für dich. Und ihr habt die Brunnenkresse mit dabei unten am Deck. Da ist das ganze Meer, das Wasser, das euch segnet. Alle Gefühle, die frei fließen dürfen und natürlich der Fluss des Lebens, das vertrauensvolle Baden darin, das wieder dran glauben, dass etwas unerwartet gut kommen kann, stellt sich hier in den Vordergrund für euch. So, ihr habt Briefe sind Worte der Seele. Möglicherweise könnt ihr etwas nicht ausdrücken und die Karte sagt, ihr schreibt es auf. Und unterm Deck haben wir noch Harmonie in deinem Zuhause. Also gestaltet euer Umfeld so, dass es euch glücklich macht, dass ihr euch harmonisch fühlt. So dass ihr auch euren Platz einnehmen könnt oder euren eigenen Platz findet. Ja, und hier sind Worte zweimal gefallen, hier sind bestimmte Verletzungen und hier ist einfach die Erinnerung für euch, dass das gesprochene Wort viel Macht hat. Es kann genesen lassen, es kann aber auch verletzen und da könnte etwas auch bei euch hängen noch, was ihr vielleicht mal in den Ausgleich bringen wollt. Ihr lieben Steinböcke, ich drücke euch bis bald.